Heute reden wir über alle Achterbahnen in einem absoluten Rekordfreizeitpark, einem der größten Parks und dem absoluten Thrill-Mekka im Osten der USA. Six Flags Great Adventure. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen alle Achterbahnen von Six Flags Great Adventure. Das ist ein Freizeitpark in Jackson, New Jersey in den USA. Bevor wir zu den Bahnen kommen, ganz kurz ein bisschen zu der History des Parks. 1974 von Warner Leroy gegründet als eine Mischung aus Tierpark und Freizeitpark. Also Tiere gucken, Fahrgeschäfte fahren. Konzepte, die man in vielen Safari-Parks auch heute kennt. Und auch heute noch in Six Flags Great Adventure so gemacht wird. Es gibt immer noch eine große Safari, wo man durchfahren kann und auch einzelne Sachen natürlich buchen kann. Und es gibt einen großen Freizeitparkteil. Aber mit den absoluten Rekordachterbahnen. 1974 zur Gründung hieß der Park einfach nur Great Adventure. Und das große Abenteuer wurde 1977 bereits verkauft und zwar da auch schon an Six Flags und es wurde Six Flags Great Adventure. Aber Leroy hat nicht alles komplett an die Six Flags Entertainment Corporation veräußert, sondern noch Teile behalten und hat seine Anteile erst 1993 an Time Warner verkauft. Aber man muss natürlich auch sagen, dass nachdem Six Flags mit drin war, der Zuwachs von Thrill-Rides und überhaupt von Fahrgeschäften natürlich extrem war und das Ganze extrem gewachsen ist und extrem größer geworden ist. Und neben sehr vielen großen, verrückten Achterbahnen und Freizeitpark-Attraktionen und auch der Safari gibt es auch noch einen Wasserpark inzwischen mit Hurricane Harbor, was ja auch in vielen Six Flags Parks mit implementiert wurde. Und heute gibt es 13 Achterbahnen, über die wir auf jeden Fall jetzt in diesem Video sprechen. Es haben inzwischen aber auch schon 17 Coaster den Park verlassen. Und darunter ein B&M Stand-Up Coaster, den wir auch schon gefahren sind, der die Skyline mit sehr stark geprägt hat, der nicht mehr da ist. Eine Sache, die wir leider nie gesehen haben, vom Premier Rides Dueling Limb Lounge Coaster, der sehr wild aussah mit Batman und Robin Thema. Oder auch super schade, von Intermin ein alter Bob, eine alte Bobbahn, wie ihr sie aus dem Efteling kennt, davon gab es nicht viele. Und der Sarajevo Bob hat leider auch den Park verlassen. Von Togo gab es einen Ultra Twister. Also schon immer sehr, sehr crazy Sachen und einst die höchste Achterbahn der Welt mit Kingda Ka. Müssen wir auch einmal noch erwähnen, weil die Bahn jetzt erst vor kurzem gesprengt wurde. Haben wir euch in Videos hier auf dem Kanal auch schon gezeigt. Ich habe auch noch nie gesehen, dass eine Achterbahn gesprengt wird und vor allem nicht die höchste Achterbahn der Welt, die 139 Meter hoch war, 206 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht hat, zum Opening die schnellste Bahn der Welt war und jetzt zum Schluss immer noch auf Platz 2 und von 2005 bis 2024, ja, vor Ort war. Super schade, aber ja, Lifecycle der meisten Hydraulik-Launcher, vor allem in dieser Kategorie, ist hier dann doch irgendwann mal erreicht, wobei man in England ein großes Reopening ja wieder gefeiert hat dieses Jahr. Aber an der Stelle kommt 2027 was Neues nach Six Flags Great Adventure und es wird etwas, das gab es so noch nicht. Aber weitere Details hat der Park offiziell noch nicht bekannt gegeben. Aber ihr kennt das Spielchen. Ich werde euch dann, wenn es soweit ist, hier natürlich alles dazu zeigen und erklären. Und ihr abonniert den Kanal, um zum einen das nicht zu verpassen, aber zum anderen auch, um uns zu supporten. Das kostet euch nichts, hilft uns aber ungemein weiter hier. Aber wir wollen jetzt auch nicht allzu viel Zeit verlieren und starten direkt rein mit der ersten Bahn, Batman The Ride. Und ja, was soll ich euch dazu sagen? 1993 eröffneter B&M Inverted Coaster. Dafür fährt er sich gar nicht so schlimm, dass der so alt ist. 32 Meter hoch, 820 Meter lang, 80,5 km/h Spitzengeschwindigkeit mit 5 Inversionen. Und wer sich auskennt von euch weiß, ach, da habe ich schon mal gehört, das ist ja das Standard-Batman-Layout. Ja, es gibt ein Standard-Batman-Layout. Und ich bin kein großer B&M Inverted-Fan und dann ist es halt ein Standard-Layout, was wirklich mit sehr viel positiven G-Kräften einen da durchdrückt. Ja, ich brauche das nicht. Aussehen tut es jetzt auch nicht so toll, wobei es doch schon ein bisschen diesen Oldschool-Style hat, diese Wellblechbude. Plus inzwischen nochmal neu gestrichen, die Schienen, das sieht ganz fresh aus, das gefällt mir ganz gut. Ja, aber haben wir auch schon x-mal besprochen, diese Bahn und dieses Layout kennt man, kennt ihr auch. Selbst wenn ihr es noch nie gefahren seid, habt ihr das hier super oft schon gesehen. Was man nicht so gut sieht, ist Dark Knight, denn das Ganze ist nicht nur der dunkle Ritter, sondern eine Indoor-Achterbahn. Wir bleiben beim Batman-Thema und Dark Knight ist halt auch ein Standardding bei Six Flags, so wie der Batman Coaster, ein Indoor-Coaster. Aber hier haben wir von der Firma Mack Rides eine wilde Maus, im Fall von Great Adventure Compact Mobil, die seit 2008 in der Halle steht, 369 Meter lang ist und sage und schreibe hat dieses Projekt wohl $7,5 Millionen gekostet.
Aber es ist nicht nur ein Indoor-Coaster und nicht nur eine olle wilde Maus, sondern erstmal gibt es sehr coole Chasen, in denen man sitzt, die aussehen wie U-Bahn-Wagen, die aber das Dach weggerissen haben. Und es ist halt die U-Bahn von Gotham City, mit der wir fahren. Und super geiles Setting, denn man hat halt wirklich einzelne Elemente gestaltet, dass man nicht durch eine große leere Halle fährt, sondern quasi Flure abfährt, um das mal so zu sagen. Nicht die ganze Zeit, aber doch hier und da. Und das ist ziemlich cool. Man fährt an irgendwelchen Figuren vorbei, an verschiedenen Szenerien. Und es gibt hier und da vielleicht mal einen Effekt, wenn der funktionieren würde. Und auch eine Sounduntermalung. Und wir sind im Sommer in Great America den Dark Knight gefahren, wo so fast alles lief. Das war richtig nice. Und jetzt sind wir Dark Knight in Great Adventure gefahren. Und es fehlte der Sound. Keine Musik, keine Soundeffekte. Und das ist so krass entscheidend. Da hat so viel einfach gefehlt. Was hätte fehlen dürfen, ist die Pre-Show, die wir komplett gucken mussten. Und vor uns war halt keiner in der Bahn und nach uns auch nicht. Wir waren zu 5 die Einzigen und mussten dann einfach da 10 Minuten stehen und uns diese elendlange, langweilige Pre-Show da reinfahren, obwohl wir eigentlich hätten Walk-On direkt fahren können. Wäre für uns alle vielleicht cooler gewesen. Aber an sich coole Bahn, also geiles Konzept und eine wilde Maus so einzuhausen ist genius und voll gut und eigentlich kann man so viele Themen damit umsetzen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. El Toro, brauchen wir eigentlich nichts zu sagen. Weiter. Doch, okay. 2006 eröffnet, Intamin Amusement Ride zusammen mit Holzbau Cordes, eine Holzachterbahn und eine der 4 prefabricated Wooden Tracks. Also im Vorfeld in der Fabrik zusammengeleimte Holzachterbahnen, wie zum Beispiel Kolossos, Kampf der Giganten im Heidepark Resort. Und El Toro ist auch heute noch nicht nur eine der besten Holzachterbahnen der Welt, eine der besten Achterbahnen der Welt überhaupt. Rund 55 Meter hoch, 1340 Meter lang und 113 km/h Geschwindigkeit bei einer Holzachterbahn in diesen Kolossos-Zügen. Digga, was ist da los? Und wir sind die Bahn ja 2018 ein paar Mal gefahren und jetzt sind wir sie nochmal gefahren und wir steigen einfach direkt ganz hinten ein. Das ist ein White Knuckle Ride und Nahtoderfahrung, sein Vater. So eine gute Bahn und so ein geisteskranker First Drop schon. Und der erste Part, das sieht nicht spektakulär aus. Es ist quasi am Anfang erstmal ein klassischer Out and Back Wooden Coaster. Und du fährst diese ganzen Kamelhöcker ab, hast eine Wende, fährst Kamelhöcker zurück und dann biegt die Bahn ab und von dem klassischen Out and Back Coaster, der aber wirklich extrem schnell, extrem hoch mit extrem viel Airtime und sehr langer Floating Airtime ist, biegst du ab und hast danach quasi ein bisschen auf Steroiden Taron aus Holz. Da ist ein Umschwung mit drin, das ist ja fernab von Gut und Böse und dann geht das da aber auch richtig zur Sache. Wir reden von einer normalen Holzachterbahn von 2006. Also wenn eine RMC-Bahn und Taron sich paaren würden, dann würde das dabei rauskommen, was da am Ende noch passiert. Verrückt. Einfach verrückt. Eine der besten Bahnen, die es gibt, müsst ihr fahren. Allein für diese Bahn lohnt sich die Reise in diesen Park. Wofür sich aber auch lohnt, 2025er Neuheit, Flash Vertical Velocity. Gibt es auch ein Einzel-Review zu, verlinke ich euch gerne hier. 2025 eröffnet von der Firma Vekoma ein Super Boomerang. Ganz neues Ding eigentlich, also gibt es seit 2023 eine Anlage in China, die Vekoma dahin ausgeliefert hat. Selbes Layout, eigentlich selbe Farbe sogar. Und als Anlage jetzt hier in Six Flags Great Adventure. 50 Meter hoch, 436 Meter lang, 95 km/h Spitzengeschwindigkeit sind jetzt nicht so beeindruckend. Was beeindruckend ist, ist eine Fläche von 163 mal 13 Metern, auf denen diese Bahn steht. Und da ist so ein bisschen, je kleiner die Zahl, desto beeindruckender. Vor allem, wenn man jetzt wieder die anderen Zahlen dazu nimmt. Und das ist ein Multi-Launch LSM Coaster. Alter, mit einem Vertical Rollback Tower in der Mitte, wo dann die Schienen dann hochgehen und man hat halt den Boomerang, wie ihr ihn kennt, mit
Copa Roll und Looping weiterentwickelt und das Moderne aus diesen ganzen Family Boomerangs genommen und dann in eine neue Fullbahn gepackt. Und das Konzept ist einfach genial und du pendelst halt dann kurz mal hin und her und dann wird man durch diese Bahn durchgeschossen mit verschiedensten Elementen, vor- und rückwärts wird das Ganze befahren und man hat einfach auch diesen neuen, krassen, modernen Vekoma-Zug, der erstmal super gut fährt, super bequem ist, Over-the-Shoulder-Lap-Bars hat, optional halt mit Softweste, aber auch ein Lichtpaket und ein Soundpaket mit Subwoofer im Zug und einzelnen Speakern links und rechts pro Sitz und halt wie gesagt Beleuchtung dran. Alter, und diese Bahn sieht einfach wild aus. Mehr dazu im Detail auf jeden Fall in dem Review, was ich euch gerade hier unter dem i verlinkt habe oder was ihr auch sonst auf dem Kanal findet. Harley Quinn Crazy Train. Und an was für eine Achterbahn denkt ihr, wenn Harley Quinn selbst eine Achterbahn hat bei Six Flags? Natürlich, sehr gut, eine Marienkäfer Achterbahn. 1999er Cira Large Tivoli Coaster, 8 Meter hoch, 360 Meter lang, 36 km/h Spitzengeschwindigkeit und ja, Marienkäfer Achterbahn mit Standard-Layout, fährt hier 2 Runden und hat ein Harley Quinn Thema bekommen. Man hat halt einfach irgendwie zu viele Lizenzen bei Six Flags und dann packt man die auch mal auf so eine Bahn. 1999 bis 2015 übrigens ohne Lizenz unterwegs und zwar als Black Bears Lost Treasure. Das ist der ursprüngliche Name der Bahn. Deswegen sieht auch der Zug ein bisschen aus wie 200 Schatzkisten, die hintereinander mit Leuten drin durch die Gegend fahren. Ey, aber coole Bahn. Also Cira Large Tivoli Coaster, immer geil, macht Spaß. Eine sehr komische Lizenz, die man hier drauf gepackt hat. Eine Achterbahn, über die wir auch separat im Kanal schon gesprochen haben, auch hier gibt es ein Review dazu, ist der Jersey Devil Coaster. 2021 eröffnet von RMC Rocky Mountain Constructions ein sogenannter Raptor Track, also ein Single Rail Coaster. Ihr sitzt mit 12 Leuten hintereinander, nicht nebeneinander, jeder sitzt einzeln in einem Wagen hintereinander und dann geht es auf einer sehr schmalen Schiene durch ein sehr wildes Layout. 40 Meter hoch, 915 Meter lang, 93 km/h Spitzengeschwindigkeit mit 3 Inversionen und man droppt schon beim First Drop mit 87 Grad in die Tiefe und hat auch noch Elemente wie einen Dive Loop, Zero-G Stall, richtig nice, oder auch eine Zero-G Roll, einige Twisted Airtime Hills. Sehr verrückt, sehr wendig, sehr schnell unterwegs, diese Bahn. Thema ist eigentlich auch ziemlich cool. Der Jersey Devil passt zu New Jersey und ist dann so eine mythische Figur, die da in den Wäldern ihr Unwesen treibt. Und ja, ist cool, also an Parkrand gebaut, die Bahn, aber nices Layout, eigentlich nices Konzept, aber unbequeme Kackzüge und irgendwo fehlt es bei diesen großen Single-Rail-Coastern am gewissen Etwas für mich. Haben wir dieses Jahr auch bei Joy gesehen im Walibi Holland. Und ja, ich weiß es nicht, aber auch da mehr zu im Einzelreview, wo wir ein bisschen mehr Raum einzelnen Bahnen einräumen und das sind jetzt so Dinger, die wir dann nochmal gemacht haben. Andere Bahnen haben wir auch Einzelreviews zu gemacht, aber jetzt keine aktuellen, aber das haben wir auch nochmal mitgenommen, wo wir jetzt mal vor Ort waren. Nächste Bahn, Joker, auch unzählige Male schon gezeigt, nicht nur das Joker Thema bei einer Achterbahn, sondern auch beim S&S Worldwide 4D Freespin, der 2016 hier eröffnet hat. Das sind Standard-Achterbahnen, 37 Meter hoch, 310 Meter lang, 61 km/h Spitzengeschwindigkeit, absolutes Standard-Layout und da sind Gondeln dran, die sich frei überschlagen können, aber durch Magnete so ein bisschen getriggert werden, damit ein bisschen mehr los ist und ja, so eine große, intensive, thrill-lastige Murmelbahn. Und ja, da ist je nach Beladung ist die Fahrt zwischen, ja, kann man machen und ist vielleicht sogar ganz witzig, bis hin zu, bitte nie wieder, ich kann das nicht mehr. Witzigerweise übrigens 2015 als Total Mayhem angekündigt, hat die Bahn am Ende dann doch einfach dieses Joker-Thema bekommen. Und das findet man, glaube ich, bei Six Flags ganz nice, denn es gibt insgesamt von diesen S&S 4D Freespin Coastern 4 Stück mit dem Joker-Thema bei Six Flags. Es gibt insgesamt noch ein paar mehr von diesen S&S Freespin, viele fehlen uns, glaube ich, sogar gar nicht mehr. Aber wie gesagt, Joker hat Six Flags 4-mal, aber die gleiche Bahn, und wenn dann schon eine Joker-Bahn im Park war, hat man 2-mal als Batman noch gebaut und einmal als Wonder Woman. Sehr logisch. Wir haben ja über den Jersey Devil Coaster gesprochen und da hat man auch
Das finde ich cool. Es ist ein bisschen weit weg davon, aber auch eine alternative Bahn für die kleineren Gäste geschaffen. Das finde ich immer nice. So als einfachstes Beispiel Huracan und Huracanito. Ne, ich mag sowas. Das finde ich cool. Und deswegen gibt es halt auch den Little Devil Coaster 2021 Zamperla STD 80. 4 Meter hoch, 80 Meter lang. Standard Family Coaster, die es auch echt immer und überall zu finden gibt. Aber ich weiß auch nicht, warum man den jetzt so ganz neu listet, denn von 1999 bis 2019 war die Bahn der Roadrunner Railway. Also ein neues Thema bekommen, aber das finde ich ganz cool im Kiddie-Bereich. Für die Junior Thrill Seeker dann diese Bahn, die es da in groß gibt, wo sie nicht mitfahren dürfen, dann nochmal in klein. Ich finde das cool. Cool finde ich auch Medusa an sich, weil Medusa ist ein cooler Charakter. Aber B&M Flawless Coaster, boah, da tue ich mich ein bisschen schwer. Also finde ich schon ganz cool, fand ich eine Zeit lang auch richtig gut. 1999 hier eröffnet, 43 Meter hoch, 1214 Meter lang, das ist natürlich nice, 98 km/h Spitzengeschwindigkeit, 7 Inversionen bei so einem riesigen Klopper, langer Zug, 4 Plätze nebeneinander, da ist was unterwegs, da passiert was, ne? Und es gibt einen Loop, es gibt einen Dive Loop, es gibt eine Zero-G-Roll, es gibt eine Cobra Roll, Interlocking Corkscrew. Auch hier wieder so, Digga, warum baut ihr dann Interlocking Corkscrew? Irgendwo da hinten, wo, wenn überhaupt noch Betriebswege sind. Um das kurz zu erklären, Interlocking Corkscrew kennt ihr vielleicht aus dem Busch Gardens Tampa, wo man in so eine Corkscrew reinguckt, wo aber so 2 Corkscrews ineinander verdreht sind und man guckt da so rein und dann fährt das auf einen zu. Das ist so ein Effekt, den bei der Fahrt macht der nicht viel Sinn, aber der sieht cool aus, wenn man sich den dann so angucken kann. Aber der Weg fehlt hier. Was ein Unsinn. So eine Bahn hat damals 15 Millionen Dollar gekostet. Das ist heute, glaube ich, noch viel mehr. 99 eröffnet, hieß bis 2008 Medusa. Aber ich habe gerade gesagt, die Bahn heißt ja Medusa. Von 2009 bis 2021 war es Bizarro und hatte Special Effects, auch Flammenwerfer, liefen 2018 bei unserer Fahrt jetzt nicht. Und sah halt ein bisschen anders aus und hat jetzt auch noch mal so ein bisschen Add-ons bekommen. Es ist neu gestrichen auch alles, der Medusa-Name und dieses Portal. Irgendwie, mich holt's nicht ab und G-Keule, sein Vater, ist nicht mein Ding, aber es gibt Leuten, denen das gefällt und es sieht natürlich toll, beeindruckend aus. Und wenn man noch nicht viele von den Teilen gefahren ist, dann ist es natürlich auch voll das Highlight. Das möchte ich niemandem abstreiten. Und es kann sich auch immer wieder mal eine Meinung ändern, wie zum Beispiel meine zu Nitro. Nitro 2001 B&M Hypercoaster. B&M Hypercoaster grundsätzlich finde ich die Teile richtig geil. Hier 70 Meter hoch, 1644 Meter lang und 129 km/h Spitzengeschwindigkeit. L-förmiges Out- und Back-Layout mit einer Helix am Ende auf dem Rückweg. Und ich habe die Bahn gar nicht so gut in Erinnerung und wir sind die jetzt gefahren und es hat so Spaß gemacht und war so cool, wir hatten so eine gute Zeit, ja klar, war auch Walk-on und wir haben uns da verteilt im Zug und ey, alles fein, ne? Also das sind ja auch Faktoren, die immer wieder mit einspielen in eine Bewertung und wie man eine Bahn findet, aber Digga, Nitro hat richtig Bock gemacht, wirklich richtig coole Bahn, hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch haben wir hier auf dem Kanal auch ein This or That letztes gemacht, verlinke ich euch gerne auch, über B&M Hypercoaster und welcher da der beste Hypercoaster von allen ist, seht ihr in diesem Video. Runaway Mine Train können wir relativ schnell abhaken, 1974 eröffneter Aerodynamics Mine Train. Ja, da sind meine Erinnerungen nebulös, aber ich würde mal sagen, da es jetzt nur nicht so hängen geblieben ist, glaube ich, dass das wie alle Mine Trains von Arrow jetzt nicht die erquickendste Fahrt war oder die besten Fahreigenschaften. 18 Meter hoch, 61 km/h schnell, aber this ride is closed today. Also jetzt bei unserem letzten Besuch war die Bahn geschlossen und fuhr nicht und deswegen könnte ich euch maximal sagen, wie es 2018 war und das weiß ich nicht mehr. Bei Six Flags Great Adventure gibt es übrigens noch einen weiteren Indoor Coaster und zwar Skull Mountain. Skull Mountain hat 1996 eröffnet, von Intermin ein Indoor Family Coaster, der eigentlich nur 12 Meter hoch ist, 420 Meter lang, 53 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und als Subunternehmer war Giovanola mit da drin. Ja, außen hui und innen
nix. Außer der First Drop, der ist richtig crazy und überrascht und reißt einen da echt krass runter. Danach die Fahrt, ja, nicht so spektakulär und es wird dann unterstrichen durch eine leere Halle, in der nichts passiert, nichts ist, außer vielleicht hier und da mal ein Loch in der Wand, wo Licht durch reinkommt und das ist echt, das ist ja... Wie viel Potenzial möchtest du verschenken? Ja, also das ist ja wirklich lächerlich. Schade, weil da wäre schon was drin, da wird schon was gehen, aber diese Six Flags Atmosphäre dann auch in der Station, die macht auch dann alles kaputt. Aber das ist nix. Superman Ultimate Flight haben wir noch. 2003 B&M Flying Coaster. Also die haben auch fast das komplette Portfolio und was es so alles von B&M gibt. Und die hatten mal ein Stand-up, also die hatten, glaube ich, echt alles. Außer, was fehlt? Da fehlt doch nichts, oder? Außer normal, nee, fällt mir jetzt erst auf. Ja, auch hier 4 Leute nebeneinander und 32 Meter hoch, 48 Meter lang, 82 km Spitzengeschwindigkeit und ihr hängt unter der Schiene und fliegt. Ihr kennt es vielleicht von Fly und Phantasialand, aber hier steigt man normal ein und dann wird man so hochgeklappt. Sieht ziemlich wild aus. So wild ist auch der Pretzel-Loop, ein Element, da scheiden sich die Geister. Viele hassen ihn, ein paar wenige lieben ihn. Es gibt noch einen Horseshoe und einen Inline-Twist. Und das Layout bei diesem Flying Coaster hat man auch 4-mal gebaut und 3 davon sind Supermänner. Einer in Over Georgia und einer noch in Great America. Und es gibt dann noch einen in China, Crystal Wings. Also wir sind die jetzt auch alle, also außer der Chinesen, aber die Supermänner sind wir auch alle gefahren. Ja, muss man wollen, holt mich nicht so ab. Auch wieder hier viel Gedrücke und ich weiß es nicht. Also wenn man noch keinen Flyer gefahren ist, dann ist es auf jeden Fall cool. Dann, wir haben uns auch da Ast abgefreut und das war voll die Erkenntnis. Aber also von den 11 B&M Flying Coastern, die es gibt, ist jetzt ein Superman nicht das, wo ich als erstes sagen würde, boah, da fahre ich jetzt gerne nochmal mit. Da sind ein paar andere schon ein bisschen spannender. Ist halt intensiv, nicht für jeden was, aber was Besonderes. Muss man wissen, wie einem das selber zusagt, aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Und crazy sieht's aus, keine Frage. Ja, spannendes Portfolio, was Six Flags Great Adventure hat. Es ist echt viel Gutes dabei und es ist alles fahrbar und ganz wenig, wo man sagt, ja, muss ich jetzt nicht nochmal fahren, aber das meiste oder einiges ist, gerne nochmal. Cool, hat Spaß gemacht, kommt echt gut. Echt solide, was Six Flags Great Adventure da hat. Was von den Bahnen ist so euer Favorit? Was würdet ihr am liebsten mal fahren? Oder was hat euch am besten gefallen, wenn ihr schon gefahren seid? Und vor allem, was fehlt eurer Meinung nach noch in Six Flags Great Adventure? Beziehungsweise, was haben die vielleicht 2027 mit uns vor, wenn da was Neues, Rekordverdächtiges kommt? Die Kommentare gehören euch und um 18 Uhr morgen sehen wir uns wieder hier auf dem Kanal.